Endlich empfängt mich mal wieder die Sonne, als ich an diesem Morgen in Toro loslaufe. Die heutige Etappe soll mich am Duero entlang nach Zamora führen, eine Stadt, die mir durch vergangene Caminos bereits bestens bekannt ist. Zunächst aber genieße ich noch einmal den Blick auf ein architektonisches Prachtstück des Mittelalters, die Kathedrale von Toro. Nach 18 Kilometern mache ich in Villa Lazán eine Pause und kehre in eine Bar ein. Es gibt eine Herberge hier, vermutlich werden die beiden Niederländerinnen hier übernachten. Ich habe vor, noch 15 Kilometer weiter bis Zamora zu gehen. Auf dem kleinen Platz vor der Kirche sehe ich Manfred und Johann hier ebenfalls eine kleine Rast einlegen.
Folgen Sie diesem Feldweg. Diesem hier? Die Beschreibungen in meinem Wanderführer sind nicht immer eindeutig. Da sich auch nur sehr wenige gelbe Pfeile finden, gilt es hier wieder einmal, sich eher auf die Intuition zu verlassen. Zamora ist schon in der Ferne sichtbar. Es wird warm an diesem Nachmittag und der Weg scheint sich endlos in die Länge zu ziehen. Endlich in Zamora. Der Weg zum Puente de Piedra erweist sich als länger als gedacht. Kommt man von der Via de la Plata, ist die Brücke schneller erreicht. Hoffentlich sind nicht allzu viele Pilger auf der Via unterwegs und es gibt noch freie Betten. Es gibt viele fremde Pilger in der Herberge. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt und ziehe es vor, mir die Stadt anzusehen, in der ich mich dieses Mal besser zurechtfinde. Ich weiß auch schon, wo sich die Pizzeria befindet, in der ich essen werde. Aber da noch etwas Zeit ist, spaziere ich zur Kathedrale und genieße den späten Nachmittag. Die beiden deutschen Pilger haben auch in der Herberge von Zamora übernachtet, aber ich bin beim Frühstück nicht ganz schlau aus ihrer Antwort geworden, ob sie nach Riego del Camino wandern wollen oder noch weiter. Mein Etappenziel steht schon fest. Monta Marta wäre zu wenig, Granja de Moruela zu viel. Zum 3. Mal wandere ich nun schon auf diesem Weg. Wenn man aus Zamora auf der Landstraße nach La Iniesta hinausläuft, muss man aufpassen, den richtigen Abzweig nicht zu verpassen, da man sonst auf dem besten Wege nach Portugal ist.
Kurz hinter Roales bin ich sehr überrascht, auf einen Pilger zu treffen, den ich überdies kenne. Es ist der Galizier, der in San Bartolomé de Pinares mit Alfonso aneinander geraten ist. Ich erfahre, dass wir die ganze Zeit über in den gleichen Orten übernachtet haben, aber er hat stets in Hotels geschlafen und war morgens immer schon vor Sonnenaufgang unterwegs und ist dadurch Stunden vor mir in den Etappenorten angekommen. Jetzt ist er schon müde und will nur noch nach Montamarta gehen, denn er hatte La Iniesta schon weit hinter sich gelassen, als ein freundlicher Autofahrer neben ihm hielt und ihn darauf aufmerksam machte, dass er nach Portugal laufe. Als ich am Ricobayo-Stausee kurz stehen bleibe, um meine Kamera herauszuholen, überholt mich forschen Schrittes ein Pilger ohne jeden Gruß. Es muss die Hitze sein, denke ich, oder er hat Angst, dass ich ihm seinen Schlafplatz streitig machen will. Nur wenige Pilger übernachten in Riego del Camino. Unter ihnen sind die beiden Deutschen, denen es zu warm geworden ist, um noch weiter zu laufen. Gemeinsam gehen wir in diesem kleinen Dorf essen, in dem es kaum Ablenkung gibt und man die einfachen Dinge des Lebens genießen kann.